Die kleine Stadt liegt friedlich am Rande eines Wildschutzgebiets, nur wenige Kilometer auf der roten Schotterstraße von der Rangerstation entfernt. Lena, ein junges und enthusiastisches Mädchen, macht ein Praktikum beim Sender und lebt in einem kleinen gemieteten Holzhaus in der Nähe der Stadt. Zu ihren täglichen Aufgaben gehört die Unterstützung bei der Datenaufzeichnung, die Überprüfung von Kamerafallen und die Überwachung der Wildtieraktivitäten. Schon in jungen Jahren war Lena von Tieren fasziniert, insbesondere von kräftigen Großkatzen wie Löwen und Leoparden. An diesem Nachmittag beendete sie ihre Arbeit früher, um am Fluss entlang zu joggen, Sport zu treiben und die frische Luft zu genießen. Die Sonne versank allmählich hinter dünnen Wolken, der Sonnenuntergang verbreitete goldenes Licht über der kleinen Stadt und dem friedlichen Fluss. Die asphaltierte Straße verläuft parallel zu den dichten Bäumen, auf der anderen Seite schlängelt sich ein kleiner Fluss durch die moosige Böschung. Lena hatte keine Ahnung, dass ein Moment in nur wenigen Minuten ihren Nachmittag für immer unvergesslich machen würde. Während sie rannte, hörte Lena plötzlich ein leises Geräusch, das von irgendwo unterhalb des Flussufers widerhallte. Zuerst dachte sie, es sei das Geräusch einer Hauskatze, die in tiefem Wasser gefangen ist oder hineingefallen ist und nicht herausklettern kann. Doch als sie stehen blieb und genauer hinhörte, war das Geräusch dringlich, voller Panik und ein Hilferuf. Lena ging dicht am Uferrand entlang und ließ ihren Blick über das trübe, plätschernde Wasser schweifen. Mitten im Wasser kämpfte ein kleiner gelbbrauner Schatten und versuchte, seinen Kopf zum Atmen zu heben. Als sie genauer hinsah, sank ihr das Herz, es war ein Löwenjunges, das mitten im Fluss zappelte. Das nasse Fell lag flach auf der Haut, die Augen waren vor Angst weit aufgerissen, die kleinen Beine strampelten ununterbrochen vergeblich. Es wurde gegen die glatte Böschungsmauer gedrückt und hatte keinen Stützpunkt, um sich hochzuziehen. Lena rief schnell Passanten an, um zu helfen, das arme, verzweifelte Tier zu retten. Einige Leute fanden lange Stöcke und Besen und versuchten, sie herunterzulassen, damit es sich daran festhalten konnte. Doch das Löwenjunge war zu schwach, hielt sich nur wenige Sekunden fest und rutschte dann wieder nach unten, wobei seine Augen noch müder wirkten. Mit jedem Augenblick verlangsamte sich seine Atmung und sein Körper sank tiefer in das kalte Wasser. Beim Anblick dieser Szene wusste Lena, dass das Tier erschöpft gewesen wäre und auf den Grund gesunken wäre, wenn sie langsamer gewesen wäre. Ohne viel nachzudenken, zog sie schnell ihre Schuhe aus und sprang dann direkt in das eiskalte Wasser. Der Aufprall des Wassers ließ ihren ganzen Körper zittern, doch ihr starker Wille ließ sie weiter auf das Tier zuschwimmen. Jubelrufe und Anweisungen hallten vom Ufer wieder und ermutigten das junge Mädchen. Als sie näher kam, schlang Lena ihre Arme um seinen zitternden Körper und versuchte, seinen Kopf über Wasser zu halten. Sein Fell war glitschig vor Nässe, aber sie hielt sich fest und ließ nicht zu, dass die Wellen es weiter wegtrieben. Ein Mann duckte sich am Rand des Ufers und streckte die Hand aus, um den Löwen am Genick zu packen. Lena setzte ihre ganze Kraft ein, um das Tier zum Ufer zu treiben, damit der Mann es hochziehen konnte. Schließlich zogen sie es gemeinsam aus dem kalten und gefährlichen Wasser. Das Löwenjunge lag flach auf den Felsen, keuchte und hatte vor Erschöpfung die Augen halb geschlossen. Lena kletterte später hinauf, ihr ganzer Körper war nass, aber ihre Augen leuchteten vor Freude gemischt mit Erleichterung. Sie wusste, dass sie gerade ein wertvolles Wildtier gerettet hatte. Ohne zu zögern rief Lena sofort die Rangerstation an, um den Notfall zu melden. Nur wenige Minuten später war aus Richtung des Reservats das Motorengeräusch eines Geländewagens zu hören. 2 Ranger in moosgrünen Uniformen erschienen und trugen spezielle Erste-Hilfe-Sets für Tiere. Sie bückten sich, um den Zustand des Löwenjungen zu überprüfen. Sein Körper war abgemagert, seine Rippen standen hervor, sein Bauch war von Tagen des Hungers und Durstes eingefallen. Ein Ranger sagte, es habe seine Herde verloren, sei weggelaufen und auf der Suche nach Nahrung versehentlich in den Fluss gefallen. Sie legten es vorsichtig in einen Transportkäfig, der mit einem weichen, trockenen Tuch ausgelegt war, um es warm zu halten. Lena bat um Erlaubnis, mit dem Auto zum Bahnhof fahren zu dürfen, um sich zu vergewissern, dass es sicher sei. Unterwegs streichelte sie sanft das zottelige Fell und spürte die leichte Wärme, die auf ihre Handfläche überging.
Gelegentlich öffnete er die Augen, um sie anzusehen, als suche er Trost, und schlief dann erschöpft ein. Jede leichte Vibration ihres Körpers verstärkte Lenas Zuneigung, als ob eine unsichtbare Verbindung zwischen ihnen bestünde. Sie wusste, dass sie sich noch lange an diese Augen erinnern würde, obwohl sie erst zum ersten Mal sah. Auf der Rangerstation wurde es schnell vom Tierarzt aufgenommen und in den Untersuchungsraum gebracht. Sie trockneten ihre Körper und verabreichten ihnen intravenös Flüssigkeit und Vitaminspritzen, um ihre erschöpfte Energie wieder aufzufüllen. Nach über einer Stunde Pflege wurde es wacher und seine Augen leuchteten in einem neuen Licht. Der Arzt kam zu dem Schluss, dass es aufgrund der vielen Tage ohne Nahrung stark dehydriert, erschöpft und unterernährt war. Sie brachten es in einen isolierten Stall mit warmer Stroheinstreu, damit es wieder gesund wird. Lena stand außerhalb des Zauns und hatte die kleine Gestalt fest im Blick. Sie bat um Erlaubnis, in den nächsten Tagen bleiben und bei der Pflege helfen zu dürfen. Zur Ergänzung seiner Ernährung gibt Lena ihm täglich spezielle Milch für verwaiste Tiere. Immer wenn sie näher kam, wedelte es mit dem Schwanz und rieb seinen Kopf an ihrer Hand. Die Ranger nannten es vorübergehend Milo, was sowohl sanft als auch stark klingt. Nach nur 2 Tagen konnte Milo stehen und ein paar kleine Schritte machen. Lena lächelte, da sie wusste, dass der Moment des Abschieds nicht mehr weit war. Am Dienstagmorgen gaben Ranger bekannt, dass sie das Löwenrudel in der Nähe der Station als Milos Familie identifiziert hätten. Lena und Ranger Jonas bereiten das Auto und den Transportkäfig für die Rückfahrt in die Prärie vor. Sie fuhren über die staubige rote Schotterstraße in Richtung der weiten Graslandschaft, die 15 Kilometer vom Bahnhof entfernt lag. Die Sonne des frühen Morgens strahlte golden über die weite Graslandschaft, der sanfte Wind raschelte im hohen Gras. Das Geräusch des Windes, der durch die Akazienbüsche wehte, erzeugte ein Rascheln, das den hier lebenden Menschen vertraut war. Als sie sich einem Hügel näherten, fanden sie ein Rudel Löwen, das im Schatten ruhte. Jonas stellte den Motor ab und gab Lena ein Zeichen, die Tür des Transportkäfigs zu öffnen. Milo stieg zögernd aus, seine Augen funkelten vor Aufregung, gemischt mit einem Anflug von Zögern. Er schnüffelte in der Luft und erkannte den vertrauten Geruch von zu Hause. Eine große Löwin aus dem Rudel trat mit konzentriertem Blick vor und näherte sich Milo. Milo eilte herbei, rieb seinen Kopf an der Brust seiner Mutter und stieß einen leisen Freudenschrei aus. Die ganze Herde umringte es schnell und leckte leicht sein Fell, als ob sie es willkommen heißen wollten. Als das Auto abbog und wegfuhr, blickte Lena noch immer auf die kleine Gestalt zurück, die sich in die Herde einfügte. Ihr wurde klar, dass es bei der Naturschutzarbeit nicht nur um nüchterne Zahlen geht, sondern auch um lebensrettende Momente. Es ist der unsichtbare Faden, der die Menschen tief mit der wilden Natur verbindet. Jonas lächelte und dankte Lena für ihr mutiges und entschlossenes Handeln an diesem Tag. Die Rangerstation zeichnete die Geschichte als Beweis für die Macht des Mitgefühls und der Zusammenarbeit in der Gemeinschaft auf. Das Bild von Lena, die Milo im Wasser umarmt, ging viral und inspirierte Tausende von Tierliebhabern. Lenas Praktikum wurde fortgesetzt, mit einem stärkeren Glauben an den Weg des Naturschutzes. Und irgendwo mitten in der Savanne erinnert sich ein Löwenjunges noch immer an das Mädchen, das ihm das Leben gerettet hat.